Ich sitze hier recht bequem, natürlich sportlich, das heißt leicht nach vorne geneigt, aber nicht unbequem. Die Lenkerbreite ist optimal. Für mich die Größe mit 1,89, Kniewinkel und so weiter auch sehr angenehm. E-Bikes kosten oft mehrere tausend Euro. Meine Frage, was taugen E-Bikes für einen Bruchteil dieser Summe? Tja, das ist die Frage und das hier ist das Testobjekt auf Tech4Fun, nämlich das Tenways CGO 600. Hallo und herzlich willkommen auf Tech4Fun. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Video ein Unboxing des Fahrrads. Dann natürlich die Montage. Wie einfach ist das? Klappt das auch für Menschen wie mich, die zwei linke Hände haben? Dann natürlich die technischen Daten. Was steckt da genau drin? Was für Equipment ist eingebaut? Und natürlich ein ausführlicher Fahrtest. Wie ist der Komfort des Rads? Wie sind die Bremsen? Wie ist es bergauf? All das in diesem Video. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und jetzt geht's los. Eigentlich ist unsere kuschelige Studioecke viel zu klein für so ein Riesenpaket, aber wir kriegen das garantiert hin. So, dann schauen wir mal, was hier in der Box drin ist. Da habe ich mich schon richtig gefreut. Also, als allererstes ja, ein kleiner Karton. Da werden wahrscheinlich das Ladegerät dran sein und Montagematerial. Den Sattel, Schutzblech. Schauen wir mal, wie wir das jetzt rauskriegen. Ja, ganz einfach. Und warum? Weil das Ding echt leicht ist, um die 15 Kilogramm. Das ist gut verpackt, das ist sicher verpackt, dass nichts verkratzt. Schauen wir mal als erstes in diesen kleinen Karton rein. Hier das Rücklicht. Dann gibt es hier eine kleine Luftpumpe, die wirklich sehr klein ist. Das dürfte vorne für die Achse sein. Noch ganz viel Werkzeug, das heißt, ihr braucht eigentlich kein eigenes Werkzeug. Die Installationsanleitung, nicht in Deutsch, aber in Englisch. Dann die Pedale zweimal. Das Ladegerät. Ja, dann befreien wir das Ganze erstmal von Pappe und anderem Sicherungsmaterial. Also die Montageanleitung ist wirklich toll gehalten. Also sehr, sehr einfach die einzelnen Schritte. Da bin selbst ich als Mensch mit zwei linken Fingern, glaube ich, nicht überfordert. Wir fangen an nach der Montageanleitung hier vorne mit dem Lenker. Also als allererstes müssen die 4 Schrauben gelöst werden. Dann kommt der Lenker rein und dann wird das Ganze wieder festgezogen über Kreuz. So, das war es dann auch schon. Dann nehmt ihr den Lenker. Der kommt jetzt hier rein. Bremsen im 45-Grad-Winkel. Ihr habt hier, Basti, komm mal, kannst du hier rumkommen? Schau mal. Hier so ein tolles, wie so eine Art Fadenkreuz, wo man dann genau sehen kann, dass das auch wirklich mittig angebracht ist. Dann geht es jetzt weiter hier unten mit dem Scheinwerfer, mit dem Fahrradlicht. Dann geht es jetzt an das Vorderrad. Dazu habt ihr hier im Prinzip die Achse. Da müsst ihr aufpassen, da ist eine Feder drin, dass die dann auch später wieder richtig reinkommt. Auf der Seite ist dann der Schnellspannverschluss und dann müsste es eigentlich relativ simpel sein. Wollen wir mal unser Glück versuchen. Das sieht doch schon, glaube ich, ganz vernünftig aus. Dann wird auf der Seite hier die Achse eingesteckt und auf der anderen Seite dieses Teil mit der Feder hier rein. So, und dann mit Schmackes festmachen. Gut, das Vorderrad ist installiert. Ihr müsst dann noch ein bisschen was machen mit der Bremse. Im Prinzip ist das hier so ein Arbeitsschritt, wo ihr das Ganze austarieren könnt. Wir machen weiter mit dem nächsten Schritt und das wären die Pedale. Also hier rechts für rechts. Einfach einschrauben und einmal festziehen. Das war's. Kommt als nächstes der Sattel. Schöne Sache, Schnellverschluss. Einfach den Sattel rein, Schnellverschluss festmachen. Das ist noch nicht
fest genug, dann schraubt ihr hier einfach noch mal ein bisschen mehr, bis ihr wirklich eine ordentliche Spannung habt. Jetzt den richtigen Druck auf die Reifen, zwischen 50 und 75 Psi empfiehlt der Hersteller. Ich gehe jetzt mal auf 60 und dann schaue ich mal einfach, ja, wie der Fahrkomfort ist, wie das funktioniert. Auf geht's, 25 sind drauf. Prima. Das Ganze vorne noch und dann würde ich sagen, laden wir das ganze Teil mal. Also man würde nicht im geringsten daran denken, dass das ein E-Bike ist mit einem 250 Watt Motor. Gefällt mir wirklich vom Design und ich bin ja so eine Design-Nase. Auch hier die Farbe, das Tenways, tolle Verarbeitung. Der Rahmen ist aus sogenannten 6061er Aluminium und das macht natürlich auch das Gewicht aus und ja, wirklich diese 15 Kilo für ein E-Bike, das ist echt Weltklasse. Ja, der Antrieb hinten in der Hinterradnabe, ein sogenannter Single-Speed-Antrieb. Das heißt, ja, ihr habt keine Gangschaltung, sondern nur einen Gang. Aber richtig toll und vor allen Dingen wartungsfrei der Gates Carbonriemen. Also hier keine Kette, sondern ein Riemen, der eine unheimlich hohe Laufleistung hat und total wartungsfrei ist. Dann die Felgen, die sind aus Aluminium gefertigt. Das ist natürlich auch eine Gewichtsgeschichte. Und vorne haben wir und hinten Scheibenbremsen von Tektro hier. Und ja, das sind jetzt keine Shimano-Ausstattung, die wir hier haben. Aber Tektro ist ein Hersteller, der sich durchaus einen guten Namen gemacht hat. Und die Bremsen sind also absolut eine gute Qualität. Dann zeige ich euch mal die Ladebuchse. Die ist hier auf der Seite. Kommen wir zum Cockpit. Also ihr habt hier ganz klar eure Bremsen, eine Klingel und hier ist der kleine Bordcomputer. Basti, kannst du den einigermaßen einfangen? Ja, wunderbar. Ja, dann gibt es hier Hoch- und Runtertasten. Hier könnt ihr die Fahrstufen einstellen. 3 an der Zahl, also 1, 2 und 3. Dann, wenn ihr hier auf das M geht, könnt ihr den Bordcomputer, Average Durchschnittsgeschwindigkeit, maximale Geschwindigkeit, die Kilometeranzahl für einen Trip, Range, also eure Reichweite, totale Kilometer und dann hier wieder die Hauptansicht. Also hier, wie schnell seid ihr? Hier der 8Q, 48% und 0,1 Kilometer sind wir schon gefahren. So, die ersten Meter mit dem Tenways CGO 600. Also ich muss sagen, ich sitze hier recht bequem. Natürlich sportlich, das heißt leicht nach vorne geneigt, aber nicht unbequem. Die Lenkerbreite ist optimal. Für mich die Größe mit 1,89, Kniewinkel und so weiter auch sehr angenehm. Das Motorgeräusch, man hört ihn kaum und ansonsten auch was so Geräusche angeht, hier klappert nichts. Das macht alles einen grundsoliden Eindruck. Cockpit kann ich jetzt selbst bei heftiger Sonneneinstrahlung perfekt ablesen. Hier seht ihr selber, das klappt super. Auch die Bedienbarkeit hier jetzt mit dem Daumen hoch und runter die einzelnen Fahrstufen, das ist super. Also ich fahre jetzt hier mit 25 in der ersten Stufe. Hervorragend. Bisschen Gegenwind und das Treten fällt unheimlich leicht. Ganz toll abgestimmt ist auch der Drehmomentsensor. Das heißt, je mehr Druck ihr auf die Pedale gebt, desto höher wird die Motorleistung. Und das ist ganz toll und fein abgestimmt, gefällt mir ausgesprochen gut. Schön wendig ist das Rad auch und wirklich klasse, wenn ihr wenig Geschwindigkeit habt. So, jetzt mal das Antreten ohne Motorunterstützung. Das ist schon ordentlich, da muss man schon ordentlich antreten. Jetzt machen wir das Ganze mit der ersten Motorunterstützung. Und los geht. Oh, das ist schon was anderes, Freunde. So, jetzt das Antreten in der zweiten Stufe. Oh ja, das geht deutlich leichter und schneller. Also da muss ich sagen, da kommt schon Schmackes rum. Jetzt versuchen wir mal die dritte Fahrstufe. Oh ja, oh ja, das ist herrlich. Also in der ersten Fahrstufe, oder sage ich mal ohne, müsst ihr schon ordentlich in die Pedale treten.
Aber hier in der dritten Fahrstufe, das macht richtig Spaß. Also da kommt richtig Power, da zeigt der 250 Watt Motor, was in ihm steckt. Das ist eine ordentliche Leistung. Jetzt will ich mal wissen, was können die beiden Bremsen? Mein Bremsentest. Auf geht's. Ja, also das ist schon ordentlich, sowohl vorne als auch hinten. Die Dinger packen richtig gut zu. Ja, und ich hatte es ja schon gesagt, selbst das Mountainbike-Magazin hat gesagt, das sind zwar jetzt keine Shimano XT oder sonstigen Bremsen, aber die sind grundsolide. Jetzt vergleiche ich mal eine GPS-Messung der Geschwindigkeit mit dem Bordcomputer und das, ja, 33 ist Quatsch. Jetzt haben wir es ungefähr 25, 26, das korrespondiert. Jetzt schauen wir mal, was ich an Höchstgeschwindigkeit erreichen kann. Da muss jetzt getreten werden. Alter Schwede. Und das mit nur einem Gang. 30, 31, 32. Da geht noch mehr. Los, los. Tenways, gib alles. 35 wenigstens. Oh, alter Schwede. Hui, das macht Spaß. So, jetzt habe ich mir komplett untrainiert ein Schmeckerchen vorgenommen. Kleines Hügelchen, 9% Steigung. Mal sehen, wie das Tenways CGO 600 mich da hochbringt. So, jetzt nehmen wir erstmal ein bisschen Fahrt auf. 17, 18, 19, Fahrstufe 3 natürlich. Und jetzt haben wir es ja, 9% Steigung. Ich muss reintreten, muss da auch Kraft aufwenden, überhaupt keine Frage. Aber die Unterstützung merkt man deutlich. Jetzt geht es hier weiter, auch hoch, aber nicht mehr ganz so steil. Jetzt sind wir bei 14, 15. Mann, bin ich untrainiert. Aber es funktioniert. Ich glaube, ohne hätte ich schieben müssen. Wunderbar, das klappt. 19 km/h. Jetzt wird es flacher. Und wir sind schon wieder bei den 25. Super! Eins muss ich klar sagen, natürlich ist das Tenways CGO 600 kein Rad für die Alpen. Da braucht ihr andere Modelle. Aber wenn ihr von A nach B fahrt, ein bisschen durch die Gegend cruist und dann kommt mal ein kleines Hügelchen, habt ihr eine tolle Unterstützung. Wunderbar. Vor mir jetzt, oh, der muss sich hinstellen und in die Pedale treten. Den machen wir jetzt platt. Also genau das richtige Maß an Unterstützung, was man braucht. An Bord ist eine 252 Wattstunden Batterie, insgesamt 7 Ampere-Stunden. Die ist hier im Rahmen verbaut und nicht herausnehmbar. Und das ist so, ja, schon so eine erste Kritik. Wenn ihr in der 6. Etage wohnt und ihr habt keinen herausnehmbaren Akku, dann heißt es schleppen. Auf der anderen Seite 15 Kilo kann man machen. Aber ideal ist dann natürlich so ein Bike, wenn ihr einen Keller habt, wo ihr laden könnt oder ein Grundstück. Das ist schon besser. Aber es hat natürlich auch einen riesen Vorteil, weil wenn ihr das Ding so anschaut, ja, da denkt man nicht, dass das ein E-Bike ist, sondern ein ganz normales Citybike. Das ganze Stromsystem ist auf 36 Volt ausgelegt und es sind Lithium-Ionen-Batterien und die sind von Markenherstellern von Samsung, Panasonic oder LG. Der Motor ist natürlich bürstenlos, liefert 250 Watt Leistung und ist hier an der Hinterradnabe eingebaut. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 25 km/h und das ist ja vom Gesetzgeber so geregelt. Mehr geht leider nicht. Die Reichweite gibt der Hersteller mit 70 Kilometern an. Und das, klar, ihr kennt das selber, sind Laborwerte. Wahrscheinlich mit 75 Kilo Fahrergewicht bei 25 Grad und ohne Gegenwind. Und noch eine Herstellerangabe 10%, das ist die Steigungsfähigkeit des E-Bikes. Ja, so sagt es Tenways hier für das CGO 600. Das Design finde ich ein Hammer. Das sieht einfach unheimlich wertig aus und wenn man sich das anschaut, denkt man nicht, ja, wir haben hier ein E-Bike. Dann hinten der Carbonbelt, super, wartungsfrei. Verarbeitung wirklich ohne Fehl und Tadel. Klar, hier werden jetzt nicht XT-Versionen von Shimano eingebaut, aber eine sehr solide und gute Bremsanlage.
Ja, was soll ich sonst sagen? Der Drehmomentsensor arbeitet hervorragend. Also ihr kriegt genau dann die Power, wenn ihr sie braucht. Reichweite 70 Kilometer, das ist eher ein Laborwert, gar keine Frage. Aber ich habe bei meinen Touren so um die 55, 60 durchaus erreicht. Also ich muss sagen, auch für den Preis ist das ein ganz tolles Rad. Ja, was kann ich kritisieren? Vielleicht, dass wir hier hinten das Bremslicht immer wieder anflanschen müssen und dass das eben keins ist, das an die Bordelektronik angeschlossen ist. Ansonsten vorne der Scheinwerfer, der ist angeschlossen. Das kleine Display ist wunderbar. Es gibt auch eine App, die ist aber eher rudimentär. Die zeigt euch so ein bisschen die Touren an. Aber grundsätzlich ist das ein super Bike. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine tolle Woche. Tech for Fun. Bis bald. Danke.